Die Zündab KS 750 war für 3 Personen ausgelegt, voll mit Gepäck. Das hieß ungefähr 400 Kilogramm Zuladung. Das bedurfte eines starken Rahmens. Man verwandte deshalb einen Ovalrohrrahmen. Er war sehr stabil. Er bestand praktisch aus Ovalrohren, die zusammengeschweißt wurden, und oben und unten war ein Zwischenblech. Das machte den Rahmen besonders stabil. Er war fast nur zu zerstören durch Unfall oder wie hier durch einen Granateinschlag oder Durchschuss. Diesen Rahmen habe ich irgendwo von einem Schmied bekommen. Man hat ihn im Krieg bei ihm zurückgelassen. An diesem Teil kann man sehr gut sehen, wie stabil der Rahmen gebaut ist. Das Rohr ist 5,7 mm dick. Das ist gewaltig für ein Rahmenrohr. Und dort, wo er verbunden wurde durch Schweißen, hatte man noch ein Innenblech eingesetzt, sodass man eine V-Naht durchsetzen konnte, die dann bis innen in das Innenblech ging, um eine gute, schlüssige Verbindung herzustellen. Als erstes sollte man immer den Rahmen einmal prüfen, ob er nicht verzogen ist. Ist das Motorrad zusammengebaut, so legt man ein Lineal oben über die Antriebsglocken und auch seitlich und peilt darüber, wie gerade es ist. Lässt sich die Kardanwelle ganz leicht hin und her bewegen, kann es 2 Gründe haben. Der Rahmen ist gerade oder die Kardanwelle und die Antriebsglocken sind total ausgeschlagen. Dann lässt sich das natürlich auch hin und her bewegen. Sinnvoll ist natürlich vorher, bevor man ein Motorrad restauriert, den Rahmen zu überprüfen. Wir haben dafür eine Rahmenlehre, die aus alten Teilen besteht. Das ist zum Beispiel ein Hinterachsantrieb, ein Getriebe und ein Motorgehäuse. Da haben wir dann entsprechende Leerteile draufgesetzt und können hiermit das vermessen. Wir bauen also zuerst den Hinterradantrieb ein und hierbei ist es ganz wichtig festzustellen, dass die Hinterachse dann ganz leicht sich reindrehen lässt. Wenn die Hinterachse sich schon nicht leicht reindrehen lässt, dann haben wir ein Problem. Bei diesem Gradrahmen sehen wir, dass die Achse sich ganz leicht reindrehen lässt. Wir müssen auch daran denken, dass die Achse immer mit einem Linksgewinde versehen ist und also links herum festgedreht wird. Jetzt sind alle 3 Schrauben zur Befestigung des Hinterradantriebes am Rahmen absolut fest angezogen. Wir ziehen es hier nochmal nach und die Achse geht immer noch ganz locker. Das bedeutet, dass der Hinterradantrieb sehr gut im Rahmen sitzt. Hier lässt sich dann schon vermuten, dass der Rahmen gerade ist. Aber es kann auch anders kommen, wie in dem folgenden Fall. Hier können wir die Hinterradachse nur zur Hälfte einfügen. Und nachdem wir dann 2 Schrauben lösen, stellen wir fest, jetzt lässt sich die Achse zwar reinschieben, aber wir haben oben und unten jeweils an der Befestigung einen Spalt. Hier lässt sich also jetzt eine kleine Scheibe einsetzen. Wenn man Glück hat, reicht das aus. Aber dann ist die Frage, wie ist die Verbindung nach vorne? Zum Getriebe. Wir bauen jetzt noch den Motor und das angeflanschte Getriebe ein. Dabei ist darauf zu achten, dass sie vorne zwischen den Befestigungen des Rahmens mittig sitzen. Denn das ergibt ja nachher die Stellung zum Getriebe. Hier setzen wir jetzt die Führungsbuchse ein und unser leeren Rohr. Wenn wir das jetzt nach hinten schieben, müsste es genau passend sein. In diesem Fall ist es nicht passend. Das heißt, der Rahmen ist krumm. Höhenmäßig können wir einen Ausgleich vornehmen, indem wir etwas unter das Getriebe legen. Seitlich haben wir diese Möglichkeit nicht. Man könnte zwar vorne den Motor etwas aus der Mitte verschieben, aber da sind auch nur 2 oder 3 mm möglich. Der Rahmen ist sehr stabil, aber er muss jetzt gerichtet werden. Meistens liegt es im hinteren Bereich. Das ist so der Schwachpunkt bei Unfall oder Überschlagen. Der Hinterbereich hatte zu Anfang schon eine Verstärkung, dort wo er verschweißt ist, damit der Hinterradantrieb sehr stabil eingesetzt wurde. Wir haben jede Menge Öffnungen, Bohrungen im Rahmen.
Das könnt ihr alles in Peters Werkstatt Handbuch nachlesen. Da ist alles ausführlich beschrieben. Das wäre jetzt etwas zu viel, um das zu beschreiben. Hier wollte ich an sich nur den Rahmen beschreiben, wie man ihn prüfen kann. Das Richten, das ist dann eine ganz andere Sache. Jetzt möchte ich noch beschreiben, wie man ganz einfach die Höheneinstellung macht zwischen Getriebe und Hinterradantrieb. Getriebe und Motor sind elastisch in Gummi gelagert. Wir sehen hier den Bock und er hat 2 Stiftschrauben, die führen nachher durch den Rahmen und werden mit 2 Halsmuttern angezogen. Dazwischen kommen dann aber Gummiplatten und Ausgleichsscheiben. Oben eine Gummiplatte über dem Rahmen, von unten ebenfalls eine Gummiplatte unter dem Rahmen. Dann haben wir noch die Spannplatte, wo die beiden Halsmuttern nachher durchkommen und alles schön fest zusammenbauen. Haben wir also einen Höhenunterschied wie hier zu sehen, Kardanwelle steht höher, muss also das Getriebe angehoben werden. Das heißt, wir haben jetzt 2 Ausgleichsplatten, die normalerweise in dem Satz 15-15 drin sind. Wir würden jetzt eine oder eben 2 Platten darunter liegen, um das Getriebe anzuheben. Diese 2 Platten müssen auf jeden Fall eingebaut werden, weil sie die Distanz der Halsmuttern herstellen. Entweder oben oder unten gehören die hin. Jetzt haben wir die richtige Höhe. Hier sehen wir mal 2. Und dann können wir die ganze Sache zusammenschrauben. Gummiplatte oben, 1 bis 2 Ausgleichsplatten Stahl, darunter, dann darunter wiederum unter dem Rahmen eine Gummiplatte und dann die Spannplatte. Und jetzt können wir die Halsmuttern einschrauben. Niemals normale Muttern verwenden und längere Stifte einbauen, sondern immer diese Halsmuttern, weil sie genau die Distanz einstellen, damit die Gummis sauber arbeiten können. Hier wird das Gummi nicht zu stark gedrückt und nicht zu wenig. Das funktioniert jetzt 100%ig und es gibt keine Probleme. Wer sein Motorrad von Grund auf gut restauriert, der kann auch gut fahren. Die Wehrmachtsgespanne sind für so ein Gelände gebaut.